wer sind die besten Icons unter 500k und welche Heroes-Karten lohnen sich? Bleibt dran für meine Top 7. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an meine persönliche Top 7 der besten Icons und Heroes unter 500k. Du hast vielleicht deine eigene Rangliste, hier ist meine und wir fangen direkt an mit Platz 7 und hier haben wir eine Heroes-Karte. Was war das für ein Arsenal-Team damals mit Freddy Ljungberg, mit Robert Pires, Thierry Henry. Alto Belli war das eine geile Truppe und ich finde Ljungberg für sein Preis-Leistungs-Verhältnis dadurch, dass es in der Premier League den ein oder anderen günstigen, guten linken Mittelfeldspieler gibt wie Rashford oder Sterling. Deswegen ist auch Ljungberg relativ günstig und ich finde für das, was er dann wirklich hat an Stats und für den Preis, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis gut und danach gibt es ja auch so ein bisschen die Top 7. Auf jeden Fall die Highlights bei ihm sind einmal, dass er mit den 4 Sternen Weakfoot noch den Außenriss Schuss-Trade hat, plus er hat mit einem Hunter eine super Geschwindigkeit, ein super Stellungsspiel und Abschluss, sowie auch eine sehr, sehr gute Schusskraft. Und das ist ja entscheidend beim Abschluss im 16er. Er kann aber genauso gut mit den Passwerten auch als ZOM spielen oder als Außenspieler. Und weil er so vielseitig ist, viele Leute Premier Leagues zocken und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, ist er mit Hunter mein Platz 7. Platz Nummer 6. Michael Laudrup, der Däne, ist so ein bisschen für mich so eine Icon unter dem Radar, wahrscheinlich auch wegen der Nation, ist ja nicht so überkrass gespielt, aber ich finde gerade mit einem Hunter hat er natürlich auch super gute Stats, denn mit einem Hunter ist das Sprinten fast auf Maximum und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich weiß, Pace ist nicht alles, aber wenn du diese Schnelligkeit hast, dann kannst du dich natürlich sehr gut absetzen von den Verteidigern. Mit dem Hunter sehen dann auch die Abschlusswerte sehr, sehr gut aus. Er hat auch eine 80er Ausdauer, das ist auch schon okay. Gerade wenn man ihn als ZOM spielt, denn mit seinem kurzen Pass von über 86 ist das auf jeden Fall auch gut möglich. Und aufgrund dessen, dass er so günstig ist, ist er auf jeden Fall ein schöner Platz 6, wie ich finde. Plus, das Gute ist an ihm, Icons, die haben nicht so einen Preisverfall und deswegen verlierst du hier nicht so viele Coins, als wenn du eine ähnlich teure Goldkarte hättest, die ja jede Woche irgendwie günstiger wird. Platz Nummer 5, Davor Schuka, eine sehr gute Icon, ein Stürmer, wie ich ihn mag. Wir hatten gerade Laudrup, der ja, glaube ich, Average oder so, eher den Bodytype hat. Schuka, der hat den Bodytype Bling, das ist genau die Stürmer, so wie ich sie mag. Dann fühlt sich nämlich das Dribbling, dann fühlt sich die Beweglichkeit in-game noch besser an. Er hat die 4 Sterne Kombination, er hat mit einem Hunter Abschluss auf 99, denkt dran, im 16er zählen Abschluss und Schusskraft darüber, ob der Ball ins Tor findet oder nicht. Und das hat er dann beides komplett overpowered mit einem Hunter noch als Chemistry-Style. Und vergleichbare Stats, vielleicht ein bisschen bessere, ein bisschen mehr Nationen links, hat Hernan Crespo. Auch er ist eine kleine Icon, die es vielleicht in meine Rangliste gepackt hat. Ich habe einfach mal gedacht, ich nehme Davor Schuka, den alten Kroaten. Und kann nur sagen, könnte mir vorstellen, das wäre auch so eine Karte für die ersten Icon-Swaps. Platz Nummer 4. Fernando Morientes. Eigentlich wollte ich erst bei der Top 3 ein bisschen ausführlicher werden, aber das mache ich jetzt auch mal. Fernando Morientes und die Karte sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Der hat Abschluss, Stellungsspiel und Schusskraft. Denkt dran, Abschluss und Schusskraft haben wir ja gerade schon besprochen. Sind im 16er alles entscheidend. Das hat er ohne Chemistry-Style schon beides über 90. Er hat die 4 Sterne Kombination. Auch das finde ich sehr, sehr gut. Hat eine hohe Arbeitsrate nach vorne bei den Eigenschaften. Hat er nicht so mega gute Power-Kopfball, ist ein bisschen egal. Und natürlich für mich halt einfach damals einen, den man oft gesehen hat in der Champions League oder so mit Real. Ich glaube, ohne Scheiß, Leute, das ist kein Scheiß. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Ich halte mich fest. Alter, der war mal auf Schalke im Gerücht. Ohne Scheiß, als damals das Champions League-Finale mit Porto in der Arena auf Schalke war. So in der Zeit rum, da war Fernando Morientes ein Gerücht auf Schalke. Muss man sich mal vorstellen, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Ich würde ihn auf jeden Fall mit Engines spielen, um noch ein bisschen die Beweglichkeit und auch vor allen Dingen die Balance ein bisschen abzugraden. Und dann ist der für mich auf jeden Fall ein überragender Stürmer. Du könntest ihn auch als ZOM spielen. Er hat ja beim kurzen Pass auch über 81 kurzer Pass. Mit einem Engine geht das natürlich nochmal nach oben. Trotzdem, ich würde ihn als Stürmer spielen. Wir kommen zur Top 3. Schreib du mir auf jeden Fall deine Lieblings-Icon oder Heroes-Karte unten in die Kommentare. Ich gucke mir die alle an und bin mal gespannt, auf welche Karten ihr so steht. Unser Platz 3, um die Top 3 zu eröffnen, ist auf jeden Fall Javi Zanetti. Einfach eine traumhafte Karte und man kann ihn natürlich als Linksverteidiger spielen, man kann ihn dann in-game natürlich auch als Innenverteidiger spielen. Aber was ich mit Zanetti machen würde, wenn ich diese Stats sehe, ich würde auf jeden Fall sagen,
spiel den doch im Mittelfeld als zentralen defensiven Mittelfeldspieler. Er ist schon unglaublich schnell, er hat sehr, sehr gut defensive Werte. Er hat eine 95er Ausdauer, das heißt, das ist so einer wie Kanté oder so, der 90 Minuten voll spielen kann, hat eine gute Beweglichkeit, das heißt, er fühlt sich auch gut an am Ball. Er hat hoch Arbeitsraten, finde ich auch nicht schlecht beim ZDM. Er hat 4 Sterne Weakfoot. Und Weakfoot ist ja nicht nur beim Abschluss, sondern auch beim Passen entscheidend, wenn man mit dem schwachen Fuß abspielt. Seine Passwerte sind auch völlig okay, mit kurzer Pass 87, langer Pass 85 und deswegen finde ich es auf jeden Fall gute Verteidigerkarte, noch bessere Mittelfeldkarte. Denk dran, wenn du mit dem D-Pad in-game umstellst, behalten deine Spieler die Chemie. Zanetti als Argentinier natürlich auch ein paar Nationen links und deswegen für mich eine der besten Icons und vor allen Dingen auch eine, die meistens nicht so teuer ist. Platz Nummer 2 und meine objektiv gesehen beste Heroes-Karte unter 500k. Für mich persönlich ist das Mostovoy und das sind 2 Gründe. Der erste Grund ist die Stats der Karte, denn der sieht sehr, sehr gut aus, vor allen Dingen mit einem Hunter. Und der zweite Grund ist, ich finde in der Ligue 1, da gibt es natürlich Mbappé, da gibt es natürlich Neymar, da gibt es natürlich Messi, aber ich sag mal so im mittleren Budgetbereich, da gibt es nicht so viele gute offensive Karten, die als zentraler offensive Mittelfeldspieler rangehen können. Und er mit einem Hunter kann das natürlich. Er hat überragende Dribbling-Stats, 88er Ballkontrolle, 90 Dribbling. Er hat eine gute Ruhe. Ruhe ist ja auch wichtig im Abschluss zum Beispiel. Er hat unglaublich tolle Passwerte, 89er Kurzpass. Und mit einem Hunter ist er auch schnell genug für die aktuelle Phase des Spiels. Plus, er hat dann noch sehr, sehr überragende Abschlusswerte. Und du kannst ihn sogar als Stürmer spielen, nicht nur als ZOM, aber auch als Stürmer ist er sehr, sehr gut. Denn er hat die 5 Sterne Weakfoot. Und egal, ob es dann um den Timed Finesse geht, den du dann außerhalb des 16ers von beiden Seiten gleich gut machen kannst oder halt für den Abschluss im 16er. Auch da ist es ja einfach ein Vorteil, wenn du dich in beide Richtungen, zum Beispiel mit dem Strafe Dribbling, nach links oder rechts rum bewegen kannst, um dann abzuschließen. Und deswegen finde ich ihn so gut und er ist natürlich auch relativ günstig. Wenn du jetzt gesagt hast, was ist Strafe Dribbling? Check auf jeden Fall dieses Video aus. Das verlinke ich dir gleich auch am Ende nochmal für mehr Tore im 16er. Aber jetzt kommt erstmal unser Platz 1. Gianluca Zambrotta. Ich habe die Liste aufgemacht auf Footbin, als ich mir für das Video hier recherchiert habe, mir die Karten angeguckt habe. Und ich wusste sofort, das ist sogar der 87er Zambrotta, den man bekommt. Als ich die Stats gesehen habe, als ich wusste, wie sich Zambrotta letztes Jahr gespielt hat, da wusste ich direkt, dass er auf jeden Fall meine absolute Top-Empfehlung ist und deswegen auf Nummer 1 ist. So ein bisschen ähnlich wie bei Zanetti. Man kann ihn natürlich mit einem Hunter, mit einem Shadow, mit einem Anchor auf jeder Verteidigerposition spielen. Was ich machen würde, ist das gleiche, was der Kollege hier gemacht hat. Ich würde einen Hunter draufpacken und mit ihm mit einem Hunter als ZM spielen, denn er hat Hoch-Mittel-Arbeitsraten, kann natürlich trotzdem nach hinten verteidigen, wenn du zum Beispiel in den Taktiken hinten bleiben bei Angriffen drin hast. Dann hat er 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Auch hier zum Beispiel in einem 4-2-3-1 bist du ja oft in der Situation, dass deine ZOMs am 16er stehen und den Timed Finesse nutzen können. Der wurde ein bisschen genervt, weil die Torhüter dagegen besser sind. Trotzdem trifft man da noch viele Tore mit. Plus die Attribute, er ist schon unglaublich schnell, er hat eine gute Dribbling-Stat, gute Beweglichkeit, gute Passwerte, die Verteidigung, Physis, alles ist da, außer eben der Abschluss. Aber die Weitschüsse zählen ja auch, da hat er immerhin 79 bei außerhalb des 16ers. Und deswegen würde ich da noch einen Hunter drauf packen. Und ich kann nur sagen, diese Karte ist auf jeden Fall überragend. Und ich werde sie mir sicherlich früher oder später ins Team bauen. Auch wenn ich natürlich bei einer Linksverteidigerposition nie so über viele Coins ausgeben würde. Und deswegen würde ich es halt nur machen, wenn ich ihn in-game auf ZM tauschen kann. Aber ich würde wetten mit dir, wenn diese Karte in ZM wäre, wäre sie bestimmt nochmal 100-200k teurer. Schreib du mir in die Kommentare, welche Karten du am besten findest, was deine Lieblings-Icon- oder Heroes-Karte. Abonniere den Kanal und ich verlinke dir hier nochmal, wie du mehr Tore im 16er machst. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.